Sie wollen also Kapital schlagen aus Antonias Tod. Ich möchte ihn vor dem Gefängnis bewahren. Sie wollen ihn erpressen. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass auch nur irgendjemand Philipp wegen einer gefälschten Tonbandaufnahme verurteilt. Und wenn ich dich ansehe, dann spüre ich so viel Hass in dir. Ja, und ich habe genügend Grund dazu. Und genau das unterscheidet dich von Ansgar. Er ist vielleicht opportunistisch, aber er hat ein gutes Herz und er liebt. Alle Indizien sprechen gegen ihn, aber ist Philipp zu Hohenfelden schuldig? Die Liebe kann einen zum Mörder machen. Wir glauben an die Wahrheit, weil wir uns Gerechtigkeit erhoffen. Philipp zu Hohenfelden ist ein Lügner. Ein Mann, der seine Anziehungskraft auf Frauen skrupellos ausnutzte, um an deren Vermögen zu kommen. Ein Mann, der, hat er sein Ziel einmal erreicht, diese Frauen wieder fallen ließ, gedemütigt, mit gebrochenem Herzen. Und doch sind wir bereit, die Wahrheit zu verraten, wenn wir den Glauben an ihre Kraft verlieren. Und wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich selbst zu verteidigen, muss sie zum Angriff übergehen. Doch nicht Philipp zu Hohenfelden hat Antonia Weber umgebracht. Antonia Weber hat sich selbst gerichtet. Sie war so besessen von ihrem Mann, dass sie nicht nur Nicola von Lahnstein entführte, sie demütigte und quälte, Das tut hier nichts zur Sache. sondern auch ihren eigenen Selbstmord als Mord inszenierte. Das ist doch lächerlich. Sie fingierte das Tonband und das Tagebuch. Sie hat alles präzise geplant, einzig und allein, um meinem Mandanten einen Mord anzuhängen, den er nicht begangen hat. Ruhe bitte. Sie tötete sich selbst. Aus Liebe. Und das ist die Wahrheit. Wenn Alex so weitermacht, bleibt der Märchenprinz bis zum Ende seiner Tage im Knast, nach allem, was man so hört. Interessiert dich das wirklich? Ich sag ja nur. Sag mal, wollen wir vielleicht eine Mittagspause zusammen essen? Ich muss arbeiten. Ach, jetzt komm schon. So eine kleine Pause braucht doch jeder. Nee, ich kann nicht. Okay, verstehe. Weißt du, Lydia, ich habe ja akzeptiert, dass du mich nicht heiraten willst. Und ich sag auch gar nichts zu deinen nostalgischen Gefühlen Sebastian gegenüber. Aber irgendwie gehst du mir seit Tagen aus dem Weg. Du sagst kein Wort mehr zu mir. Hör zu, ich weiß, ich habe dich unter Druck gesetzt. Ich habe mich auch dafür entschuldigt. Und ich habe dir auch gesagt, wie sehr ich dich liebe. Ich weiß. Gibt's denn sonst irgendwas, was ich tun kann? Sie waren mit meinem Mandanten im Jahre 2009 liiert. Wie war er so? Erzählen Sie uns von ihm. Wenn er nicht so ein Mistkerl wäre, könnte man sagen, er war mehr als charmant. Er konnte ihm das Gefühl geben, einzigartig und vollkommen zu sein. Ein wahrer Gentleman. Ein Mann also, der eine magische Anziehungskraft auf Frauen ausübte. Alle Frauen waren verrückt nach Philipp zu Hohenfelden. Neigt er zu Wutausbrüchen oder impulsiven Handlungen? Nein, Hat er Sie jemals körperlich bedroht oder ist in irgendeiner Weise gewalttätig geworden? Nein. Nein, Auch nicht am Tag der Wahrheit? Als sich herausstellte, dass er nur auf ihr Geld aus war? den Part der Erpressung hat in erster Linie seine Frau übernommen. Oh, verstehe. Und warum? Also, was denken Sie? Sie war härter als er. Nur noch eine letzte Frage. Was haben Sie gefühlt, als Philipp zu Hohenfelden Sie verließ und sich mit Ihrem Geld aus dem Staub machte?
Hatten Sie Hassgefühle oder Rachegedanken? Es hätte mich glücklich gemacht, ihn am Boden zu sehen. Völlig am Ende und gebrochen. Genau wie ich. Tja, wie mag sich da wohl erst seine Frau gefühlt haben, als Philipp zu Hohenfelden sie für Nicola von Lahnstein verlassen wollte? Keine weiteren Fragen. Danke, Sie können jetzt den Zeugenstand verlassen. Das war gut, oder? Das war sehr gut. Dann fahren wir mit Ihrer Zeugin fort, Frau Staatsanwältin. Bitte. Wir möchten Sonja von Steigenberg in den Zeugenstand rufen. Wir sind über diese Zeugin informiert. Gräfin, haben Sie Hunger? Ich wollte mir nur ein bisschen Obst holen, aber keine Äpfel. Sie sind schwanger. Sie sollten was Richtiges essen. Danke, aber Die Suppe ist gleich fertig. ich will keine Suppe, ich will Obst. Gut, ich hole Ihnen welches aus dem Kühlhaus. Wer hat dich denn geärgert? Ich weiß es nicht, irgendwas läuft einfach nicht richtig. Bei dem Mann kein Wunder. Ich habe so viel auf mich genommen, um mit Ansgar zusammen zu sein. Und jeder ist gegen unsere Beziehung. Hast du eine Ahnung, wie schwer das ist? Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Dieser Krieg zwischen Ansgar und Sebastian, ich weiß einfach nicht, was hier passiert. Ansgar entzieht mir das Vertrauen, weil ich Sebastian gegen ihn verteidige. Und Sebastian geht fast auf mich los, weil ich ihm meine Meinung sage. Das ist nicht leicht, sich rauszuhalten, wenn man zwischen den Stühlen hängt, was? Sie haben also nach dem Ende der Beziehung wiederholt versucht, den Angeklagten zu kontaktieren. Ich wollte nicht wahrhaben, dass es zu Ende sein soll. Ich dachte, wir lieben uns. Und wie hat er auf Ihre Annäherungsversuche reagiert? Er wurde wütend. Und von Mal zu Mal wurde er wütender, bis er eines Tages... Er hatte seine Hand an meinem Hals, drückte mich gegen die Wand und ich bekam keine Luft mehr. Was genau hat er zu Ihnen gesagt? Er hat gesagt, er würde mich umbringen, wenn ich nicht aufhören würde, ihn zu verfolgen. Danke. Frau von Steigenberg. Es muss schwer sein zu realisieren, dass man im Leben seiner großen Liebe nur eine unter vielen war. Eine absolut bedeutungslose Episode. Da kann man schon mal Rachegedanken haben. Wasser haftet nicht an den Bergen und Rache nicht an einem großen Herzen. Und Sie müssen wirklich ein sehr großes Herz haben. Immerhin wollten Sie ja alles für Philipp zu Hohenfelden aufgeben. Man sagt, Sie hätten bereits mit gepackten Koffern vor seiner Tür gestanden, als er Ihnen eröffnete, dass er nur Ihr Geld wolle. Und dann haben Sie sein Auto zertrümmert. Ich war wütend. Offensichtlich, der Wagen war ein Totalschaden. Sie scheinen ein leidenschaftliches Temperament zu haben. Was glauben Sie? Warum hat Antonia Weber in ihrem Todeskampf ausgerechnet Ihnen auf den Anrufbeantworter gesprochen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, weil sie sehr wohl wusste, dass Sie genauso von Hass zerfressen sind wie Sie selbst und Sie diese Nachricht für Ihre eigene Rache nutzen würden? Unterstellung! Denn statt das manipulierte Tonband direkt nach der Rückkehr aus Ihrem Urlaub der Polizei zu übergeben, erpressten Sie damit lieber meinen Mandanten. Ach, was soll denn das? Von einer Erpressung seitens der Zeugin ist überhaupt nichts bekannt. Sie konnten es nicht aushalten, dass Philipp zu Hohenfelden Nicola von Lahnstein aufrichtig liebt. Und Sie wollten sie mittels des Tonbands auseinanderbringen. Und erst als das misslang, übergaben Sie das Band der Polizei. Das ist nicht wahr. Weil Sie es genauso wenig wie Antonia Weber aushalten konnten, dass dieser Mann sein Glück fand, während Sie ihm immer nur hinterher trauern würden. Philipp hat es nicht verdient, glücklich zu sein. Sie würden doch alles dafür tun, dass er ins Gefängnis geht. Sogar lügen. Ist es nicht so? Dieser Scheißkerl soll im Gefängnis verrotten.
schmeckt's? Nico. Hallo. Wie war's? Es läuft super. Dein Bruder ist wirklich fantastisch. Ihr hättet Sebastian sehen sollen. Er war sehr überzeugend. Es geht um die Wahrheit, lieber Ansgar. Das Wort ist dir wahrscheinlich fremd. Tja, wie heißt es so schön? Die Wahrheit ist das wertvollste aller Güter und soll gehandelt werden mit Sparsamkeit und Zurückhaltung. Nico, wann bist du dran? Morgen früh. Hey, was soll jetzt noch schiefgehen? Du bist die beste Leumundszeugin, die Philipp sich wünschen kann. Ja, wir haben es fast geschafft, oder? Entschuldigung. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Nicola. Hier ist sie nicht, wie du siehst. Ich wollte mich entschuldigen. Wegen gestern. Okay. Du hattest recht mit allem, was du über mich gesagt hast. Ist das jetzt deine neue Wahrheitsstrategie, die Philipp retten soll? Lydia, bitte warte, du musst mir zuhören. Nein, das muss ich nicht. Ich hab satt, dass jeder mir sagt, was ich zu tun habe. Mir reicht's, verstehst du? Na, wenn du dein Budget mit mir diskutieren willst, lass dir einen Termin geben. Liebling. Was soll denn das? Du hast doch jetzt Zeit. Ah, unser Staranwalt. Na, von Ihnen hört man ja ganz außergewöhnliche Dinge. Blöd, Mann. Wirklich eine ganz ausgefallene Idee mit dieser Wahrheitsstrategie. Ich dachte ja immer, man müsste vor Gericht die Wahrheit sagen. Weißt du, ganz egal, ob sie ausgefallen oder gewöhnlich ist. Hauptsache, sie hilft Philipp. Ist nämlich seine letzte Chance. Hey. Ah, Sebastian, komm rein. Was wird denn das? Das ist der Zeugenstand. Ich dachte, es wäre gut, wenn wir die Situation so realistisch wie möglich durchspielen. Na, da fehlen uns ja nur noch der Richter und die Staatsanwältin, was? Tja, das sind alles deine Rollen. Ich hoffe, du bist dieser Herausforderung gewachsen. Ich gebe mir alle Mühe. Gut. Also, als erstes wird dich der Richter belehren. Ah, Moment. Was? Du kannst natürlich alles mitschreiben, aber das Wichtigste ist, dass du ganz natürlich bist. Unverkrampft. Du musst glaubwürdig wirken. Und was ist, wenn ich etwas Falsches sage? Das wirst du nicht. Bleib einfach bei der Wahrheit. Erst als er Nicola von Lahnstein kennenlernte, da wurde ihm bewusst, wie leer sein Leben vorher war und wie viel Schmerz er den betrogenen Frauen zugefügt haben muss. Auch wenn man sich am meisten von der Wahrheit getroffen fühlt, die man sich selbst verheimlichen wollte. Wir müssen lernen, Verantwortung für unsere Fehler zu übernehmen. Philipp zu Hohenfelden hat diese Verantwortung übernommen. Die Liebe zu Nicola von Lahnstein gab ihm die Kraft dazu, sich seinen Abgründen zu stellen, um ein neues, ehrliches Leben zu beginnen in Liebe und Wahrhaftigkeit. Die Arme ist echt ganz schön durch den Wind. Kann ich gut verstehen. Stell dir vor, du müsstest für Christian aussagen, mit dem Wissen, dass er vielleicht für immer ins Gefängnis muss. Das ist echt der Horror. Rebecca hat erzählt, dass es eigentlich ganz gut läuft. Hoffentlich. Ich drück den beiden echt die Daumen. Hallo. Hey. Habt ihr Nico vielleicht gesehen?
Ich glaube, sie kann ein bisschen Zuspruch gebrauchen. Ja. Arno, ich kann die Richterbelehrung nicht finden, die ich aufgeschrieben habe. Sebastian? Lydia? Ich wollte dir Glück wünschen. Für den Prozess. Danke. Das können wir gebrauchen. Sebastian, du hast den richtigen Weg gewählt. Lügen kann man nur mit Wahrheit begegnen. Und ich glaube, dass jeder seine zweite Chance bekommt. Und ich werde diese Chance nutzen. Frau von Lahnstein, wie würden Sie Ihren Lebenspartner Philipp zu Hohenfelden beschreiben? Philipp ist ein liebevoller, rücksichtsvoller und ehrlicher Mensch. Ehrlich? Eine überraschende Aussage über einen Mann mit betrügerischer Vergangenheit. Immerhin hat er Sie doch auch belogen. Ja, das ist richtig. Und das war auch sehr schmerzhaft. Wie können Sie ihm nach all dem überhaupt noch vertrauen? Philipp hätte mir nicht von seiner Vergangenheit erzählen müssen. Aber er wollte unser neues gemeinsames Leben nicht auf einer Lüge aufbauen. Ach, und das ist auch der Grund, warum er das Tagebuch von Frau Weber freiwillig der Polizei übergab und sich damit selbst schwer belastete? Ja, wir glauben an die Wahrheit und an Gerechtigkeit. Als Frau von Steigenberg Sie jedoch mit dem manipulierten Tonband erpresste. Weder die Erpressung noch die Fälschung sind bewiesen. Das Gegenteil auch nicht. Warum sind Sie nicht direkt zur Polizei gegangen? Angst. Ich hatte Angst, dass Philipp für etwas belastet werden könnte, was er nicht getan hat. Wir wussten, dass es nicht gut um ihn steht, aber uns ist klar geworden, dass die Wahrheit durch Lügen nur geschwächt wird. Erzählen Sie uns von Ihrer Entführung. Wie haben Sie Antonia Weber da wahrgenommen? Antonia war wahnsinnig. Antonia hätte alles getan, um Philipp zurückzubekommen oder ihn leiden sehen. Wenn er sein Leben für mich nicht riskiert hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Haben Sie es jemals erlebt, dass Philipp zu Hohenfelden gewalttätig geworden ist? Nein, er ist kein Mörder, das weiß ich. Danke. Keine weiteren Fragen. Nur noch eine Frage, Frau von Lahnstein. Was dachten Sie, als Sie Ihren zukünftigen Ehemann über die Leiche von Frau Weber gebeugt vorfanden? Philipp? Sie ist tot. Antonia ist tot. Die Situation war irritierend. Antworten Sie bitte präzise. Dachten Sie in diesem Moment, dass Philipp zu Hohenfelden Antonia Weber ermordet hat? Aber das war doch nur ein flüchtiger Gedanke. Weil Sie nichts über diesen Mann wissen, außer dass sein Leben eine einzige Lüge ist. Nein, er hat sie nicht umgebracht. Sagt eine Frau, die alles für ihren Geliebten tun würde, die genauso hörig ist wie alle anderen Frauen, die wir heute gehört haben. Nein, 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 das ist nicht wahr. Keine weiteren Fragen. Damit ist die Beweisaufnahme abgeschlossen. Das Gericht zieht sich zur Urteilsfindung zurück. Wow, du redest freiwillig mit mir? Womit habe ich denn das verdient? Ich habe nachgedacht. Verstehe. Ansgar, ich liebe dich und ich will mit dir zusammen sein. Aber diese ständigen Machtkämpfe zwischen dir und Sebastian, das halte ich nicht mehr aus. Es ist ja auch nicht so, dass das nur von mir ausginge. Und wenn schon?
Sebastian bedeutet mir sehr viel. Ich war mal mit ihm verheiratet. Und was wäre ich für ein Mensch, wenn er mir völlig egal wäre? Ansgar, ich will, dass du das akzeptierst. Bitte. Okay. Und kein Einmischen in meine privaten Angelegenheiten, ohne mich vorher zu fragen. Ich will, dass du mich endlich ernst nimmst. Darf ich jetzt? Okay. Wir haben sie alle geliebt, die Märchen, die unsere Eltern uns zum Einschlafen vorgelesen haben. Die Details haben wir vielleicht vergessen, doch eines nie. Das Gute bezwingt das Böse und die Wahrheit siegt. So I'm coloring my face. Selbst wenn wir schon lange erwachsen sind, haben wir diesen Glauben in einem Winkel unseres Herzens behütet. Imagining the landscapes of your sorrow. Is it yellow or blue? Coloring the sky and the trees and the clouds and the moonlight. I'd color your heart if you didn't hide it. Doch was ist, wenn die Wahrheit uns verlässt? You are so lonely. You are so lonely. Wenn sie all unsere Hoffnungen mit einem Schlag zerstört. You're so lonely, so lonely. Und uns mit Zweifeln und Ohnmacht zurücklässt. You are so alone. You're so. Wie kann ich meinen Glauben an das Gute wiedererlangen? You're so. Denn wenn die Wahrheit es nicht tut, wer soll uns dann noch retten? Im Namen des Volkes. Der Angeklagte Philipp zu Hohenfelden wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.